Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute wollen wir herausfinden, welche Klasse aktuell die beliebteste Klasse auf dem FEC-Server ist, nach ziemlich genau, fast genau 3 Wochen nach Serverstart. Also heute ist ein Tag vor den 3 Wochen, wenn man es ganz genau nimmt. Aber ja, wir sind bei 3 Wochen seit Serverstart und es gibt Leute auf Maximallevel. Also ehrlich gesagt nur einen noch. Aber es gibt sehr viele Leute, die schon sehr hoch im Level sind. Und sehr viele Leute, die jetzt auch nicht mehr so aktiv leveln. Ich persönlich gehöre auch dazu. Also ich farme jetzt momentan mehr, als dass ich leveln würde. Und ich weiß, dass es bei vielen Leuten so ist, dass sie jetzt auf jeden Fall nicht mehr die Hauptpriorität leveln haben. Und das auch schon seit, einigen Tagen auf jeden Fall. Das heißt, man kann mal so einen ersten Blick auf die Top 1000 vom FEC werfen und einfach gucken, was ist da los? Und genau das machen wir auch. Und zwar hier. Ich blende jetzt einfach mal alles aus, außer FEC. Und danach gucken wir uns den FEC, danach gucken wir uns die anderen Server natürlich auch noch ein bisschen an. Also, wie wir hier sehen können ist, aktuell nur ein Spieler auf 190, noch ein weiteres gleich auf 189 und einige sind auf jeden Fall schon über 180, aber viele leveln, wie gesagt, nicht mehr so aktiv. Die Prioritäten sind offensichtlich andere. Genau, das Eintrittslevel in die Top 1000 ist mittlerweile 146. Das heißt, ich bin tatsächlich nicht mehr in der Top 1000 mit meinem Char. Ist mir persönlich auch nicht so wichtig, muss ich sagen. Genau, aber man müsste jetzt aktuell mindestens 146 sein, beziehungsweise 147, um ganz sicher zu sein. Weil wenn du 146 bist, kann es sein, dass du halt nicht drin bist. Je nachdem. Genau. Und wie sieht die Klassenverteilung hier aus? Also, wie zu erwarten, wie immer am meisten Ringmaster in einem ähnlichen Verhältnis auch wie auf den anderen Servern, also absolut zu erwarten, absolut normal. Dann, wenn man die Ringmaster ausblendet, haben wir aktuell als beliebteste Klasse den Knight auf Platz 1 und den Blade wirklich super knapp dahinter auf Platz 2, also Knight und Blade mit Abstand am beliebtesten, mit wirklich großem Abstand. Danach kommt tatsächlich Psykeeper mit 101. Ganz knapp Kopf an Kopf mit Ranger 98. Dahinter kommt Elementor 79. Und nochmal ganz weit ab vom Schuss haben wir Billposter und Jester. Und was sagt uns das? Eigentlich nicht so viel, weil wie gesagt, das ist jetzt nur eine Momentaufnahme der aktuellen Top 1000 nach knapp 3 Wochen. Und der FEC geht noch bis Ende Oktober, also noch sehr, sehr lange. Also wir haben gerade erst angefangen, also es kommen jetzt auch wieder die Fragen, lohnt es sich überhaupt noch anzufangen? Bro, wir haben jetzt 3 Wochen und das Ganze geht noch 5 Monate, 5,5 Monate sogar. Also ja, definitiv. Es hat gerade erst angefangen. Es wirkt vielleicht so, als wäre es schon fast vorbei. Aber das liegt einfach nur daran, dass die Leute süchtig sind und halt die ersten paar Tage gefühlt nicht geschlafen haben, Unmengen an Geld ausgegeben haben und so weiter und so fort. Aber es hat gerade erst angefangen. Also wir sind immer noch ganz, ganz am Anfang. Genau. Ja, und das ist wie gesagt eine Momentaufnahme. Ich bin gespannt, wie sich das verändern wird. Wir gucken es uns jetzt heute an und dann ja erst wieder circa in einem Monat wahrscheinlich. Immer so ungefähr zur Mitte des Monats mache ich diese Rankings. Dieses Mal ein kleines bisschen früher, weil es jetzt wahrscheinlich doch einige Leute interessiert hat, auch wie es denn mit dem FEC-Server aussieht. Deswegen ein kleines bisschen früher. Aber grundsätzlich auf jeden Fall schauen wir uns das jetzt regelmäßig an und beobachten, was sich so verändert. Wirklich wichtig wird es dann auch nach dem FEC, weil dann sieht man halt auch wirklich, wohin gehen diese Chars, ja, und wie verteilt sich das dann insgesamt auf der ganzen Welt in den Rankings. Genau, und jetzt mit dem im Kopf können wir uns mal merken, also Knight auf der 1, Blade auf der 2, beziehungsweise müssen wir uns gar nicht merken, weil der FEC ist sowieso direkt ganz unten, das heißt, wir können es sogar perfekt vergleichen. Also wir können es nicht mit dem letzten Monat vergleichen, weil da der FEC natürlich noch nicht existiert, aber wir können es jetzt hier ganz gut sehen. Im Gesamtranking, wobei jetzt hier müsste man den FEC logischerweise rausnehmen, im Gesamtranking aller Server ohne den FEC haben wir momentan immer noch Ranger auf Platz 1, gefolgt von Knight, dann Blade, dann Elementor, dann Psykeeper, dann
dann Billposter und dann Jester. Genau. Das heißt, das Ranking ist doch ganz anders tatsächlich. Allerdings müssten wir jetzt hier noch die inaktiveren Server ausblenden. Die verfälschen das Ganze ja ein bisschen. Der koreanische Server. Übrigens, da gibt es auch eine News, habe ich noch kein Video drüber gemacht. Werde ich auch wahrscheinlich nicht, weil es uns nicht wirklich betrifft oder weil es niemand, der wirklich meine Videos guckt, betrifft, denke ich. Der koreanische, der japanische und der Taiwan-Server werden miteinander fusioniert. Was natürlich erstmal für die Taiwan-Spieler wahrscheinlich ein bisschen komisch ist, weil die denken sich, hä? Was? Wir kriegen einen Server-Merge, aber es geht halt vor allem um den japanischen Server, der seit Release im Endeffekt nie wirklich gelebt hat. Eintrittslevel dort in die Top 1000 ist 141, Maximallevel ist 190. Also um in die Top 1000 höchste Spieler des Servers zu kommen, musst du gerade mal knapp unter, also du musst 50 Level unter 49 Level unter dem Maximallevel sein und du bist einer der 1000 höchsten Charakter. Nicht mal Spieler, sondern Charakter. Also ich meine, das ist crazy und der Server ist auch fast 4 Jahre alt, 3,5 Jahre. Und der koreanische Server hat es noch nicht mal geschafft, 1000 Charakter auf über Level 60 zu bringen. Und Level 60 ist ja wirklich ultra einfach, muss man sagen. Also, ja, die beiden Server sind ein Klotz am Bein und sage ich ja schon seit Monaten. Beim japanischen Server sage ich das gefühlt schon seit Jahren, dass man die endlich wegmerchen sollte, weil es auch einfach keinen guten Eindruck macht, wenn man sich auf die Rangliste, wenn man sich durch die Ranglisten klickt, dann sieht man so einen Server, wo einfach komplett tote Hose ist. Macht ja auch wirklich keinen guten Eindruck und am schlimmsten ist natürlich, viele Leute dort spielen. Deswegen werden die 3 bald fusioniert und dann gibt es nur noch den Taiwan-Server, der noch umbenannt wird. In Yeti, glaube ich, soll er benannt werden. Genau, das heißt, wir haben dann bald weniger Server, was das Ranking natürlich erstmal wieder ein bisschen durchwirbelt, weil dann haben wir auch die Zahlen, werden dann alle kleiner sein. Aber gut, haben wir halt eine kurze Umstellungsperiode und wenn die dann vorbei ist, können wir es wieder gut tracken. Ja, aber wie gesagt, auf jeden Fall der Unterschied ist ziemlich groß zwischen FEC und dem allgemeinen Ranking. Auch hier auf Platz 1 haben wir hier den Knight aktuell mit 8,68, gefolgt vom Ranger auf Platz 2 mit 8,58. Dann Blade Platz 3 mit 7,99. Hier ist der Blade schon noch relativ weit hinterm Ranger und hinterm Knight. Dann haben wir Psykebar Platz 4, dicht gefolgt vom Elementor Platz 5. Und dann Billposter 6 und Jester 7, wenn wir wieder den Ringmaster ausblenden. Das heißt, auch hier, wenn wir die inaktiveren Server ausblenden, haben wir doch ein ganz anderes Abbild als auf dem FEC. Und ich finde das ganz interessant, weil das zeigt einfach aktuelle Trends an. Und der aktuelle Trend, oder naja, eigentlich nicht wirklich der aktuelle Trend, sondern der Trend schon die letzten 1-2 Jahre war eigentlich dahingehend, dass Ranger nicht mehr so beliebt ist. Nicht mal nur in Europa oder in Amerika oder in den westlichen Ländern, Kontinenten, sondern auch bei den Asiaten, wo er am Anfang wirklich extrem beliebt ist. Also die ersten Rankings, wenn man da mal zurückguckt vor ein paar Jahren, da waren hier die Zahlen überall bei 200 oder bei knapp 200. Das hat extrem abgenommen, also wirklich extrem abgenommen. Also Ranger ist wirklich am Fallen sozusagen. Ich glaube auch der Crackshooter hat dem Ranger keinen wirklichen Gefallen getan, weil von Crackshooter ist irgendwie auch keiner so richtig begeistert. Das ist eine der Third-Job-Klassen, die gefühlt am schlechtesten angekommen sind von allen. Und das hat wahrscheinlich spätestens jetzt vor allem für den FEC den Auslöser gegeben, dass viele wirklich auch keinen Ranger mehr spielen und stattdessen lieber auf Knight und Blade geswitcht sind, die halt auch schon immer extrem beliebt waren, die beiden. Also vor allem Blade natürlich, aber auch Knight jetzt die letzten Jahre. Und das merkt man auf jeden Fall im Ranking. Aber wie gesagt, trotzdem nur eine Momentaufnahme, wie es sich letztlich entwickelt, also wie der Server enden wird, das müssen wir uns noch, da müssen wir uns noch in Geduld üben, das wird noch eine lange Zeit dauern. Wir können es doch hier nochmal angucken. Eigentlich müssen wir hier den Ringmaster auch ausblenden, weil das sieht so goofy aus mit diesem riesigen Balken. Aber hier können wir es uns nochmal mit so einem kleinen Balkendiagramm angucken, den FEC-Server. Und ich muss sagen, er ist eigentlich ganz gut verteilt. Knight und Blade stechen natürlich noch etwas, also wenn man den riesigen Ringmaster-Balken ignoriert, Knight und Blade stechen etwas hervor. Aber es ist eigentlich relativ gut verteilt, würde ich sagen. Ja? Also könnte schlechter sein, definitiv. Ich meine, wir sehen es hier bei dem chinesischen Server zum Beispiel, da kann es noch viel schlechter sein, da ist der Jester nämlich komplett am Abkacken. Also ja, ich denke, der FEC macht erstmal einen ganz gesunden Eindruck. Und mal gucken, wie es sich so
entwickeln wird. Und das war es eigentlich auch schon mit dem heutigen Video. Achso, nee, verglichen mit dem letzten Mal haben wir es tatsächlich noch nicht, aber da müssen wir jetzt den FEC nochmal ausblenden. Und das war dann hier am 18.04. müsste das gewesen sein. Genau, was hat sich da geändert bei den normalen Servern, bei den aktiveren? 73 neue Leute auf Max-Level haben wir. Und sonst eigentlich tatsächlich relativ wenig. Ringmaster haben leider wieder gewonnen, plus 18. Jester haben tatsächlich plus 10. Okay, das ist eine relativ große, recht große Änderung. Aber alles in allem eigentlich, ja, mehr oder weniger gleich geblieben. Im Endeffekt alle Jester, alle Blades sind zu Jester geworden, die 10. Und die Billposter zu Ringmaster. Aber ja, das sind so kleine Veränderungen, die machen kaum einen Unterschied. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Und die Antwort auf die Frage, wer ist die beliebteste Klasse auf dem FEC-Server aktuell ist Knight. Bis zum nächsten Mal, haut rein, schaut im Livestream vorbei, Twitch-Links in der Videobeschreibung und ciao, ciao.